Wie können Rentner Steuern sparen? Diese Frage stellten mir neulich Karin und Hans-Jürgen. Karin und Hans-Jürgen sind beide Rentner und bekommen eine ganz ordentliche Rente, sodass sie auch quartalsweise eine Steuervorauszahlung leisten müssen. Sie haben so ein paar Handwerkerrechnungen und ansonsten meinten sie, naja, das bisschen in der Apotheke, das reicht ja nicht aus, wir kommen ja nicht über diese zumutbare Belastungsgrenze. Ja, Moment mal, sage ich. Was ist denn mit diesen ganzen Apothekerquittungen? Was sind denn das für Medikamente? Ich kenne mich da nicht so aus. Wofür wird denn das genommen? Ja, und da erzählte er mir, er hat Bluthochdruck, er hat Diabetes, er hat Rheuma, er hat irgendwas mit, weil ich kenne mich da nicht aus. Ich sage, naja, haben Sie denn schon mal einen Antrag beim Versorgungsamt gestellt? Nee, naja, mir geht's doch gut. Ich sage, na, Sie sind doch nicht gesund, wenn Sie so viele Medikamente nehmen. Dann können Sie doch auch so einen Antrag stellen. Und ab 2021 gibt es ja die neuen Behindertenpauschbeträge. Da habe ich schon mal ein Video drüber gemacht. Und da hat man ja schon ab einem Grad der Behinderung von 20 Anspruch auf einen Behindertenpauschbetrag. Ja, und dann diese Ausrede, und das ist ja so aufwendig und das dauert ja so lange. Und genau diese Ausrede möchte ich Ihnen mit diesem Video nehmen. Ich nehme Sie jetzt an die Hand und fülle mit Ihnen diesen Antrag Schritt für Schritt aus. Wir gehen das Formular durch, das ist gar nicht viel, das ist also in 10 Minuten eigentlich erledigt, wenn Sie die Anschriften von Ihren Ärzten dabei haben. Ansonsten, ja, es kostet Sie nur ein bisschen Zeit und vielleicht eine Briefmarke. Und dann wissen Sie aber ganz genau, woran Sie sind. Kommen Sie mit, bleiben Sie dran. So, wir haben jetzt hier diesen Antrag auf Grad der Behinderung. Ich wohne im Land Brandenburg und habe deshalb auch den Antrag für Land Brandenburg ausgewählt. Wenn Sie in einem anderen Bundesland wohnen, müssen Sie im Internet schauen, welches Amt für Sie zuständig ist. Von der Sache her sind die aber alle gleich auszufüllen. Sie haben auch die Möglichkeit, das steht hier oben, einfacher und schneller Antrag online stellen unter www.lasv.brandenburg.de. Dann füllen Sie alles am Computer aus und schicken es online weg. Sie können aber auch diese 7 Seiten PDF sich ausdrucken, vielleicht auch in zweifacher Ausfertigung, im Fall Sie sich bei dem einen ein bisschen verschreiben und den anderen zum Wegschicken. Die Adresse, wo Sie das hinschicken müssen, finden wir auf Seite 7, ganz zum Schluss nachher. Hier füllen Sie aus Antrag auf erstmalige Feststellung oder auf Neufeststellung wegen Verschlimmerung. Müssen Sie für sich entscheiden, was für Sie zutrifft. Und wenn Sie zusätzlich noch der Meinung sind, Ihnen steht ein Merkzeichen zu, dann kreuzen Sie dieses hier an. Dann kommen hier Ihre persönlichen Angaben, also Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, Geschlecht, Anschrift und die E-Mail-Adresse, die können Sie eintragen, müssen Sie aber nicht. Wenn Sie die E-Mail-Adresse eintragen, dann können Sie an der Online-Abfrage Ihres Bearbeitungsstandes teilnehmen. Und ja, dann müssen Sie noch ankreuzen, erwerbstätig, ja oder nein. Staatsangehörigkeit, dann steht hier Angaben zum gesetzlichen Vertreter, Betreuer, Bevollmächtigter. Wenn Sie so etwas nicht haben, dann brauchen Sie da nichts auszufüllen. Hier geben Sie an, ob Sie bereits einen Antrag nach dem Schwerbehindertenrecht gestellt haben und wenn ja, welche Verwaltungsbehörde und das Aktenzeichen. Dieses Feld ist hier für Menschen mit Sehbehinderung, die eben hiermit anfordern können, dass sie entweder in Blindenschrift oder als Großdruck diesen Antrag bekommen. Jetzt sind wir hier auch schon auf Seite 2 unten angelangt und hier schreiben Sie Ihre Beeinträchtigungen hin. Also jetzt hier Bluthochdruck, Diabetes, Rheuma und was für Sie eben zutrifft. Hier sind gesundheitliche Beeinträchtigungen bei Neufeststellungsantrag wegen Änderung. Und dann geben Sie hier die Name, Adresse und den Ort, Fachrichtung von den behandelnden Ärzten ein, in dem Sie in den letzten 2 Jahren waren. Also nur was in den letzten 2 Jahren war, wird auch beurteilt. Also hier sind ärztliche Behandlungen, das wäre jetzt Ihr Hausarzt, fachärztliche Behandlung, wenn Sie bei mehreren Ärzten sind. Und das reicht hier nicht aus, dann machen Sie einfach eine formlose Anlage. Dann geben Sie hier an, ob Sie im Krankenhaus waren in den letzten 2 Jahren
oder ob Sie zur Kur waren, auch in den letzten 2 Jahren. Sollten Sie Leistungen aus der Pflegeversicherung bekommen, dann kreuzen Sie das hier an, ob ja, nein, abgelehnt, Name und Anschrift der Pflegekasse und Ihre Versicherungsnummer. Hier geben Sie an, ob Sie Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung bekommen. Sie erhalten Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, ja, nein, oder Antrag wurde abgelehnt oder ist noch nicht entschieden. Hier Ihre Versicherungsnummer von der Rentenversicherung und Name und Anschrift des Rentenversicherungsträgers. Im Allgemeinen ist es die Deutsche Rentenversicherung Bund, es können aber auch andere sein. So, dann haben wir hier nochmal die Frage, ob hier schon mal irgendwas von einer anderen Verwaltungsbehörde entschieden wurde, Berufsgenossenschaft zum Beispiel oder Entschädigungsrecht, dann tragen Sie das hier ein. Dann sind wir auch schon fertig mit dem Antrag. Hier tragen Sie Ihren Namen und Vorname ein, Datum und Unterschrift. Das ist hier jetzt dieses Blatt zur Einwilligung der Schweigepflichtentbindungserklärung und da können Sie hier auch was abwählen. Ansonsten Name, Datum, Unterschrift. Ja, das ist hier für Sie zum Verbleib beim Antragsteller. Hier sind nochmal ein paar Hinweise und dann können Sie hier ankreuzen, was Sie alles eingereicht haben. Und hier finden Sie die Anschrift und wenn Sie jetzt Standort Potsdam haben, das wäre jetzt in meinem Fall das Beispiel, oder Frankfurt oder Cottbus, das sind die 3 Standorte für Land Brandenburg. Und wie gesagt, wenn Sie in einem anderen Bundesland wohnen, ja, dann suchen Sie sich das im Internet raus. Wichtig ist, dass Sie ins Handeln kommen und überhaupt einen Antrag stellen. Ja, meine lieben Zuschauer, ich hoffe, ich konnte Ihnen die Angst davor nehmen, so einen Antrag auszufüllen. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Sie können sich ja das Video anhalten und sich nochmal Schritt für Schritt alles anschauen, aber da ist wirklich im Prinzip nicht viel. Wenn Sie einen Anspruch auf solchen Behindertenpauschbetrag haben, dann kennen Sie Ihre Diagnose, Sie wissen, weswegen Sie ärztlich behandelt werden und Sie müssen die Diagnose und die Anschriften von den Ärzten eintragen. Sollten Sie Berichte, Arztberichte zu Hause haben, dann schicken Sie die mit, ansonsten werden die angefordert. Also einfacher geht's nicht. Ja, warum ist das so wichtig, dass Sie einen Behindertenpauschbetrag beantragen? Dieser Behindertenpauschbetrag, egal in welcher Höhe, reduziert Ihr zu versteuerndes Einkommen. Also genau in der Höhe, wie Ihr Pauschbetrag festgesetzt wird, entsprechend des Grades der Behinderung, zahlen Sie entsprechend weniger Steuern. Also dieser Behindertenpauschbetrag ist jetzt kein Geld, was Sie ausgezahlt bekommen, sondern er ist wichtig für Steuerzahler, um ihre Steuerlast zu senken und das zu versteuernde Einkommen zu verringern. Das ist wichtig, dass Sie das verstehen. Wie das nachher alles in der Steuererklärung aussieht, das besprechen wir in einem anderen Video. Heute ging es einzig und allein darum, Ihnen zu zeigen, dass Sie keine Angst davor zu haben brauchen, diesen Antrag auszufüllen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie bitte einen Daumen nach oben, abonnieren Sie gerne meinen Kanal, sichern Sie sich den kostenlosen Report in 7 Schritten zur Steuererklärung oder erwerben Sie käuflich meinen Leitfaden für Rentner für die Steuererklärung. Das ist eine Anleitung. Vielen Dank, dass Sie sich das Video angeschaut haben. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Jutta Martin.